dem Projekt Passage, das aktuell und grundsätzlich bis Ende des Jahres in der Kaiserpassage in Bonn stattfindet. Und Gabriele hat dort seit März sogar schon, eine Lichtinstallation, die sich Schaden im Projekt Passage, das aktuell und grundsätzlich bis Ende des Jahres in der Kaiserpassage in Bonn stattfindet. Und Gabriele jetzt habe ich gerade einen Nachfall. März, weil ich musste gerade ein Fenster schließen, weil ich zwei Fenster auf dem Computer hatten, die miteinander geredet haben. Anyway, Gabriele hat seit März dort diese Schadenschnelldienst-Lichtinstallation, die sich in der Zwischenzeit verändert hat, weil es dort eine Performance von Gabriele Horndasch gab, die ohne Publikum stattfinden musste, aber wir haben das aufgezeichnet. Das kriegen Sie dann nachher noch zu sehen. Und ich sitze auch so ein bisschen in dieser Passage jetzt, zumindest habe ich meinen Hintergrund angepasst an das heutige Gespräch. Ich weiß nicht, Gabriele, willst du vielleicht gerade übernehmen und etwas zu dieser Lichtinstallation sagen? Und vielleicht auch noch. Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Sibylle. Und ganz, ganz herzlich, ich weiß gar nicht, ob die jetzt zusehen, aber möchte ich mich bei Christine Kamenisch und Johannes Fetsch bedanken. Ein Künstlerpaar, deren Werk ich sehr schätze und deren wegen ich jetzt hier sitze. Die beiden haben uns nämlich verbunden und da haben wir mal überlegt, ob wir in dieser Passage etwas machen könnten. Und mit der Videoinstallation war es für mich immer etwas schwierig, weil es einfach zu hell war. Und angesichts der derzeitigen Situation und des damals, glaube ich, gerade dritten Lockdowns, dachte ich mir, sind wir einfach im Gespräch auf die Idee gekommen, eine Performance, eine Installation und Performance, die schon 11 Jahre alt ist, wieder aufzuführen, nämlich Schadenschnelldienst, weil das einfach wunderbar passt. Und dann kam noch dazu, dass, dann hat das eben geklappt. Dann, glücklicherweise ging es auch 1,5 Monate parallel mit der Arbeit von Christine und Johannes. Und dann haben wir Anfang Mai, als es dann für die Videos einfach wirklich zu hell wurde, die Performance gemacht oder zumindest aufgenommen. Und die möchte ich euch jetzt gleich mal zeigen in einer absoluten Kurzfassung. Schauen wir mal. Sie ist stumm, ob es klappt. So, es hat schon mal nicht geklappt. Das ist natürlich immer ziemlich blöd. Moment. Das ist immer der Vorführeffekt, weil wir haben es vorher getestet und dort hat es natürlich geklappt. So, jetzt schauen wir nochmal. Yes, jetzt läuft's.
Ja, so komme ich mal wieder zurück. Also das Konzept dieser Arbeit besteht darin, dass die Zeilen, es gibt also ein Gedicht, ein anagrammatisches Gedicht. Was ein Anagramm ist, haben, glaube ich, jetzt alle, wenn sie es noch nicht wussten, spätestens jetzt verstanden, dass ich geschrieben habe 2010 und ich habe das eben aufgeführt, so lange, bis die Kabel so verwirrt waren, dass man sie nicht mehr weiter vertauschen konnte oder zumindest nicht so, dass man die Zeilen lesen kann. Und ich lese das jetzt einfach mal vor, das Gedicht. Schadenschnelldienst. Dien schnell des Nachts, das schnellende Nichts. CD lesend hinlatschen, Schallnest schneidend. Schnell den Cash-Dienst, endlich St. Sexteln. Sind schlechte als denn, schlecht in dessen Land, Handschellen, CD, Tessin, dann DT, Lehnsessel, schick, schändlichst elend NS, Schild, echt, Sensenland, Schande sich denn stell, Catch, edlen LSD, Sehsinn. Achseln sind scheltend, schlicht denn das Lesen, scheint Schall sendend. Denn esst endlich Lachs, edles NL, Sandschichten, Storndalchen Schindel, schallendes Nichts, End. So, das war's. Ja, und ich muss jetzt mal sagen, ich muss noch 2 Sachen dazu sagen. Ja. Also 2010, als ich das gemacht habe, hatte ich schon einige Anagramme gemacht und vor allem hatte ich sehr viele Anagramme gelesen. Also ich war ein großer Fan von, oder ich bin immer noch ein großer Fan von solchen Leuten wie Georges Perec oder Raymond Queneau oder vor allem Onika Zürn, deren Gedichte ich wirklich aufgefressen habe. Und Schadenschnelldienst kam dann, es kam dazu, weil ich einfach auch nicht nur gerne die Poesie mag oder die experimentelle Literatur, sondern auch Typografin bin und eine große Begeisterung für Schrift habe und für so kulturelle Phänomene wie Werbung. Und Schadenschnelldienst ist eben ein Schild, an dem ich über damals bestimmt schon über 10 oder knapp 10 Jahre vorbeigefahren bin, fast täglich. Das hing nämlich gegenüber der Kunsthalle an der Galerie Max Meyer. Damals war es der Hinterausgang über einer Garage. Und das Haus wurde abgerissen und dann habe ich einfach gefragt, ob ich die Buchstaben kriege. Ich hatte aber eigentlich die Idee, ganze lange, viel längere Zeilen zu haben und sowas Ähnliches wie ein Verbrecherbrief mit diesen Buchstaben, also auch viele verschiedene Typen zu haben, mit denen schreiben zu können. Und da ich aber als erstes eben nur diesen Schriftzug bekam, habe ich dann aus diesem Schriftzug dieses Gedicht gemacht. Also das heißt, dass also es gibt ja von, ich sage jetzt mal, von diesem Typus Arbeit, also mit diesen Leuchtschriften oder Leuchtbuchstaben, gibt es ja mittlerweile noch andere oder mehr Arbeiten. Das heißt, das war die erste. Ja, ich glaube schon. Das war die erste. Okay, weil das war mir jetzt auch nicht so klar, dass das mit dem eigentlich angefangen hat. Das ist schön, dass die jetzt nochmal irgendwie so zur Aufführung kam, zum Tragen kam. Und ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Zeilen, aber du hast ja vorher das Gedicht eingeblendet. Also das ist eine Reihe von Zeilen. Und wir sind, oder du respektive bist in der Passage bis, ich weiß nicht, 6, 5 Zeile 5 oder 6 gekommen. 5. Und ich weiß,
also du hattest erzählt, dass du bei der ersten Aufführung 2010, da war es ein paar mehr Zeilen, aber es waren nicht alle Zeilen. Es war eine Zeile mehr. Es ging bis endlich Tanzsechsteln. Okay, aber alle also das Gedicht ist länger, als es dann also die Buchstaben wirklich ermöglichen, weil es so eine selbstlimitierende Geschichte ist, eben aufgrund von diesen Kabeln oder Nabelschnüren, die sich irgendwann und relativ schnell offenbar dann verheddern und dann einfach die Buchstaben nicht mehr bewegt werden können. Genau. Also ich teile noch mal kurz meinen Bildschirm, wenn das jetzt diesmal besser klappt. So, jetzt ist es wieder noch nicht da. Das müssten wir noch, genau. Also so sah das in dem Tanzhaus aus. Das war natürlich relativ spektakulär und die Leute haben sogar wirklich, das hat ja 60 Minuten gedauert, ungefähr 10 Minuten dauert das, eine Zeile zu tauschen. Und die Leute haben wirklich mit überlegt und sind auch dabei geblieben. Ich war da auch ganz schön verblüfft. Aber das gehört eben zum Konzept, dass es aufhört, wenn... Also ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich mir durchaus im Klaren war, was für eine begrenzte Möglichkeit auch dieser Sprachwortschatz hat und dieser Vokabular, also was sage ich denn, der Letterschatz sozusagen. Und ich hatte das ziemlich schnell sozusagen zusammengekloppt. Also deswegen war an Vollendung nicht zu denken. Das heißt, es ist natürlich die Frage, wann ist sie das schon, aber... Hattest du das vor dieser ersten Performance, dieser ersten Aufführung, hattest du das getestet, um selber schon mal zu sehen, wie weit du vielleicht kommst, oder war das dann für dich auch so eine Überraschung? So viel Zeit hatte ich gar nicht. Also, es war so es war sehr aufwendig, sich auch in diese Technik einzuarbeiten und das alles richtig zu machen, dass ich vollkommen glücklich war, als das dann dort vor Ort stand. Gabriele, ich könnte jetzt einfach anbieten, dass ich meinen Bildschirm teile und dann den Video zeige, dass wir dann vielleicht doch noch dazukommen, weil ich hatte das im Prinzip eigentlich auch vorbereitet. Super. Und es müsste jetzt klappen. Also es hat keinen Ton, also dabei. Und das Typische in der Passage ist natürlich diese Spiegelsituation. Also es gibt eigentlich keine Möglichkeit der Spiegelung der Scheiben zu entrinnen. Das ist jetzt ein bisschen ein Schnelldurchlauf. Ich glaube, es war auch ungefähr eine Stunde, die du in der Passage die Performance gemacht hast, Gabriele, oder? Mhm, genau. So, jetzt bricht es aber ab. Wolltest du es nochmal ganz zeigen oder das Video? Oh, jetzt bist du weg. Mist. Hier abbrechen. Genau. Und das ist jetzt das, was, also das Anführungs- und Schlusszeichen, das Endresultat, also die Zeile, bis zu der du gekommen bist, das jetzt noch zu sehen ist in der Passage, und zwar auch noch bis Ende des Monats. Also wenn es noch jemand sich anschauen möchte, dann ist jetzt die Gelegenheit noch dazu da. Ja, super. Also das stimmt jetzt zwar nicht, weil da steht jetzt nicht mehr Dien schnell des Nachts, wäre auch cool gewesen. Das ist eine der schönen Zeilen, sondern da steht jetzt schnell den Cash-Dienst. Aber ich glaube, das brauchen wir auch. Ich weiß nicht genau, als du jetzt gerade gefragt hast, ob ich schon mal so eine Arbeit gemacht habe.
dann stimmt das natürlich nicht, weil eigentlich gibt es da schon so ein paar Vorläufer. Soll ich dir zeigen? Ja, gerne. Und zwar, Moment. Habe ich 2002 eine Arbeit gemacht, die heißt Filmriss. Und das Schöne ist, dass ich da wirklich auch schon ein langes Anagrammgedicht gemacht habe, das wesentlich literarischer funktioniert als das mit der Werbung. Und so habe ich ein Anagrammgedicht gemacht aus Ich beginne den Mann darin zu sehen. Also dieser Filmriss ist wirklich ein Filmriss, den ich produziert habe, als ich als Studentin Filme vorgeführt habe. Und zwar eine Originalfassung eines Ernst Lubitsch-Films, That Uncertain Feeling. Ich habe aber nicht, der Film ist nicht gerissen, weil ich nicht fähig war zum Filmevorführen, sondern weil die Filmkopie, ich weiß nicht genau von wann die war, aber es war auf jeden Fall eine Sicherheitskopie, das heißt, die war auf Acetat geprintet. Man kann ja hier diese Perfolöcher sehen. Das ist jetzt eigentlich schon, ich glaube, mir war damals nicht vollkommen klar, wie schnell das vorbei sein würde mit dem Film. Aber auf jeden Fall ist das ich habe voll in die Vanitas-Sache, also einfach die Vergänglichkeit, die habe ich offensichtlich gespürt. Und ich hatte eben diesen Filmriss, der bestand aus genau 56 Kadern. Und Moment, jetzt mag es wieder nicht. Manchmal mag es nicht weitergehen. Moment. Nee. Jetzt, so geht's. Aus 56 Kadern und mir haben die so gut gefallen, dass ich diesen Filmriss immer aufgehoben habe. Also das heißt, wenn der Film nicht kühl gelagert wird, dann schrumpft der und dann sind die Enden sehr gefährdet. Und das war eben der Beginn der zweiten Rolle und der war dann eingerissen. Und den habe ich mir aufgehoben. Ich habe ihn wieder aus dem Mülleimer gezogen und aufgehoben und habe daraus eine Installation gemacht, die auch wiederum viel mit Technik, mit Kulturtechniken und mit vergehenden, sich dauernd verändernden Kulturtechniken zu tun hat, nämlich mit Dias. Also ich habe jedes von diesen Kadern, diesen 56 Kadern in einen Dia-Projektor gesteckt und in dem Ausstellungsraum in Kohlenhof in Nürnberg, da gab es eben glücklicherweise diese Außenecke innen im Raum, sodass ich das so installieren konnte, dass ich die alle zeigen konnte. Und da gibt es nämlich auch ein Anagrammgedicht und das sind 56 Zeilen, die lese ich euch jetzt nicht alle vor, aber ich lese mal die ersten 3, weil man merkt, dass es wirklich nochmal eine ganz andere Qualität hat. Mann eben anzusehen. Nochmal von vorne. Mann eben anzusehen, dringe in dich. Zeichen sind innen, Mahne und Grabe. Dinge innende, Dinge sinnende Ahnen zaubern mich. Zungen erahnen dich, meinen Sindbad. Namen sündigen nie, bricht den Zahn. Eden, bringe Enzian hin, Mundnasche. So, jetzt höre ich mal auf, weil so gut geübt habe ich es jetzt nicht, um das noch ewig weiterzuführen. Aber eben, das wollte ich nochmal sagen, weil es hat eigentlich auch, da hatte ich noch keine Buchstaben, um sie miteinander zu verbinden. Und außerdem gab es auch noch diese Arbeit. Und da geht es wirklich ums wesentlich leichtere Buchstabentauschen, einen ehemaligen Leuchtkasten eines ebenfalls damals abgebauten Kinos, der Lichtburg in Düsseldorf. Und da habe ich dann 3 Kästen draus gemacht. Die Arbeit heißt auch Lichtburg und habe eben, weil ich eben auch ein Kinofan bin und ein Fan der verschiedenen Sprachen des Kinos und habe dann eben 10 Wochen lang auch verschiedene Filme sozusagen gezeigt, die allerdings alle nicht mehr existieren. Also ich hatte die Titel aus einem
Lexikon, die sind überliefert, die Filme, aber die Filme sind alle verloren. Und das fand ich ganz schön. Also Cerveza Gratis, L'œuvre immortelle, Just Another Blonde war die erste Woche. Butterflies in the Rain, Una Aventura de Cine, Bar du Sud. Und es wurde immer donnerstags gewechselt, genau dann, wenn das Kinoprogramm früher gewechselt wurde. Ladies of the Mob, La Ciudad de Carton, Dry Martini. Der Knabe in Blau, A Study in Scarlet, Magie moderne. Sehnsucht, Les Jeux sont faits, Au amour fatal. La Belle Dame sans Merci, The Last Moment, Der Sprung ins Nichts. The Price of a Song, Castillos en el aire, Rien que la vérité. Number 13, Das Haus ohne Fenster und Türen, Erreur de porte. L'Athlète incomplète, Food for Love, Le Meeting. The Dragnet, Das wandernde Bild, Justice de Femme. Ja, jetzt höre ich dann mal wieder auf. Also das waren sozusagen noch 2 Vorläufer, also das hat er auch schon, geht schon so ein bisschen in die Richtung. Also es hat ja auch etwas so was Spielerisches, oder? Diese Buchstaben, sage ich jetzt mal, irgendwie so neu zu gruppieren und auch herauszufinden, was sich in einem Wort oder in einem Satz eigentlich noch alles für Inhalte verbergen. Das hat ja etwas. Ist es dieses Spielerische oder wo ist der Punkt, der dich am meisten fasziniert oder der dich dann immer wieder an diese Buchstabenarbeiten letztendlich auch so heranbringt, weil du machst ja auch noch andere Sachen. Also du hast ja auch noch andere Arbeiten und arbeitest nicht nur Anführungs- und Schlusszeichen auf dieser sprachlichen Ebene, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja klar, das ist einfach die deutsche Sprache ist natürlich einfach dazu prädestiniert. Damit kann man einfach sehr gut spielen. Und das habe ich auch gelernt. Also aus dieser Kultur komme ich. Und ja, also ja, ich finde das schon schön. Also man hat mich auch gefragt, als ich zum Beispiel die Lichtburg gemacht habe, warum muss das eigentlich leuchten? Also da hat mich eine Galeristin, also die wurde später Galeristin gefragt, warum muss denn das leuchten? Und naja, das ist einfach wirklich so die Frage, warum muss das leuchten? Es leuchtet natürlich in der Stadt oder es musste in der Stadt leuchten, um den Leuten, als nicht jeder sein eigenes leuchtendes Ding in der Hand herumgetragen hat, um einfach zu informieren. Aber es hat ja auch immer geleuchtet, um uns zu erfreuen, um uns zu inspirieren. Und das sind halt schöne Dinge, wenn in der Stadt irgendwo was steht, womit man nicht rechnet. Und das ist, glaube ich, auch was mir dann irgendwie immer Spaß gemacht hat. Also ich habe irgendwann auch angefangen, die wirklich nur noch außen zu installieren, die Sachen, also im öffentlichen Raum, da wo sie halt auch herkommen, also zumindest die Werbung, weil da gehören sie auch hin. Und das fand ich halt wirklich cool, die Idee, wenn da jetzt eben ewig steht, Schadenschnelldienst oder eben Württembergische fürs Vorsorgen, Bausparen, wie heißt das nochmal? Versichern, Vorsorgen, Bausparen, dass dann das einfach mal was anderes da steht, was man auch damit schreiben kann. Und ja, und das hat mich schon auch immer wieder, hat mir auch ziemlich viel Energie gegeben, weil die braucht man auch, um sowas zu machen. Auf was also das sind dann eigentlich immer Kunsträume gewesen, wo du diese, ich sage jetzt mal, anderen veränderten Schriftzeichen montiert hast, oder? Ja, also es gibt eins, habe ich auch, Moment, ja, doch, das ist ja ein Kunstraum, aber ich zeige nochmal meinen Bildschirm. Das war vielleicht das spektakulärste, also das war obwohl es nicht so spektakulär ist, wenn man die Kabel nicht sieht. Das war im Japanischen Kulturinstitut in Köln oder am Japanischen Kulturinstitut.
weil ich hatte eben schon so lange davon geträumt, mal wirklich eine lange Zeile schreiben zu können. Und dann habe ich da plötzlich, es hat ziemlich lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass dieses Gebäude einen 30 Meter langen Balkon hat. Und das ist eben wirklich ein Anagramm aus 56 Zeichen. Wow. Ja. Ja. Und die Ausgangspunkte sind württembergische, Versichern, Vorsorgen, Bausparen und Nippon Kan, also ein ehemaliges japanisches Restaurant in Düsseldorf. Hm. Und Saterep im Gebüsch Akorn singt von Nippon, braver Wünscher. War es die erste Zeile? Jetzt mag es wieder nicht. Raub im Schatten, wo Sperber vor Vergnügen rosa Kirschen nippen. Piepen im Bretterparcours verborgen, Vorhang, wann sich küssen. Gib Narkose, verschütt Propangas, wir verbrennen im Porsche neu. Also da spätestens hat dann auch nochmal eine Zeitung nachgefragt, weil es ist ja auch an dem Inneren Ring in Köln. Und da haben die Leute dann doch auch nochmal hingeguckt. In welchem Rhythmus hast du also quasi die Sätze gewechselt? Also Nicht ganz, einmal die Woche. Das war dann einfach auch so viel Arbeit, weil es hat eigentlich 1 bis 2 Tage gedauert, die Buchstaben zu tauschen, weil man muss eben, um sie nicht vollkommen zu verwirren, immer wieder zum Ausgangssatz zurück. Und deswegen habe ich das dann, aber das lief über den ganzen Winter, also es lief von November bis zum Frühlingsanfang. Das sieht man wow. an den Jahreszeiten. Okay. Und also du hast gesagt, irgendeine Zeitung hat sich dann mal gemeldet. Hast du sonst irgendwie Rückmeldungen gekriegt oder so? Oder das japanische Kulturzentrum? Oder also weil du hast ja vorher erwähnt, also so das, warum Licht und warum Leuchtbuchstaben und in der Zeit, als die Leuchtbuchstaben erfunden wurden, sage ich jetzt mal, so als Werbemittel, war das ja eigentlich so eine total neue, hippe Technik, also war etwas Neues und das andere war ja, dass die Stadt zu diesem Zeitpunkt wesentlich dunkler war, als die Städte heute sind, oder? Also das heißt, so die Aufmerksamkeit, die mit diesen Leuchtbuchstaben generiert wurde, war wahrscheinlich einiges höher. Einerseits, weil es neu war und andererseits, weil es nochmal zusätzlich Licht reingebracht hat als heute, oder? Also irgendwo sind wir ja auch daran gewöhnt und dann ist die Frage, lesen wir das überhaupt noch? Also realisieren wir, wenn jetzt da plötzlich etwas ganz anderes steht, das ganz offensichtlich jetzt nichts mit Werbung zu tun hat und aus einem anderen Kontext kommt, oder wird das überhaupt wahrgenommen? Also das ist ja immer ein bisschen auch die Frage von Kunst, die sich in den öffentlichen Raum vorwagt. Wie weit wird sie dort wahrgenommen oder eben nicht? Oder man läuft dran vorbei, weil man das als irgendwie einen weiteren Werbespruch abbucht, ohne wirklich hinzuschauen. Ich weiß nicht, hast du da Erfahrungen, wie die Leute auf das reagieren? Das ist natürlich immer ein bisschen schwer, weil du sitzt ja nicht daneben und schaust, was passiert. Naja, also man kriegt relativ viel, also ich war natürlich einerseits schon irgendwie ein bisschen die Verrückte, weil ich da relativ viel Zeit verbracht habe. Und man hat einfach nicht kapiert, warum. Und es gab eine schöne Reaktion von der Chefin des Japanischen Kulturinstituts, die ich dann nochmal traf, als sie ihren Posten abgegeben hatte, aber immer noch mit dem Institut sehr verbunden war. Und ich ging da, glaube ich, ins Kino und schenkte ihr den Katalog, den wir ein Jahr später produziert hatten von der Ausstellung, Reiko Sugano und ich, eine Bildhauerin, die da gleichzeitig mit mir innen ausgestellt hat. Und als ich ihr diesen Katalog gab, hatten wir auch japanische und englische Übersetzungen dieser Anagramme. Und dann sagte sie zu mir, jetzt verstehe ich Ihre Arbeit. Also ein Jahr später. Okay. Also das fand ich vollkommen okay. Also ich meine, da habe ich mich eigentlich gefreut. Also, sehr schön, wenn das sich dann noch dadurch so ein bisschen wie auflöst oder vervollständigt. Aber vielleicht ist das halt auch so wie, ich meine, ich würde jetzt mich nicht als Poetin bezeichnen. Das finde ich, glaube ich, zu groß, weil ich bin wirklich eher so jemand, der auch das Laub aufsammelt. Aber
generell ist es ja mit Gedichten oder so, mit Literatur auch so, dass man muss nicht unbedingt darauf reagieren. Also okay, wenn da natürlich jetzt ein Like-Button dran gewesen wäre, wäre es vielleicht. Also ich meine, du hast noch anderes Bildmaterial vorbereitet und ich weiß nicht, du hast aktuell auch in Düsseldorf etwas, was installiert ist. Ja, ich muss noch mal gucken, ob das jetzt geht. Ja, es geht wieder. Okay, dann teile ich noch mal den Bildschirm. Ja, das musste ich natürlich auch jetzt hier noch mal zeigen, weil es ist natürlich auch ziemlich, also Japanisches Kulturinstitut war wirklich verrückt, weil ich diese Kabel auch anschaffen musste. Aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Jedenfalls aus kapitalistischen Gründen ist es ganz verrückt, wenn man solche Mengen einkaufen muss. Und musste ich viel mehr kaufen, als ich letztendlich gebraucht habe. Und was ich dann hinterher übrig hatte, habe ich einfach später nochmal verwertet. Und da eben spektakulärer als beim ersten Mal. Hat aber trotzdem auch viele Leute nicht dazu gebracht, sich da nach oben zu gucken. Also sind viele dran vorbeigelaufen. Das ist S-Letter, habe ich als erstes in Mönchengladbach im Kunstverein gezeigt, 2016 und dann nochmal im Weltkunstzimmer in Düsseldorf. Und am Schluss durfte ich in der Kunsthalle das zeigen. Und dann, jetzt muss ich wieder hier drauf drücken. Genau, und das ist, irgendwann kommen dann die Buchstaben auch zu einem, beziehungsweise ich musste dann manchmal auch schon sagen, jetzt, ich kann jetzt mit dem Schrott wirklich nichts mehr anfangen. Es ist wirklich ein sehr widersprüchliches Verhältnis. Das heißt, wenn jetzt jemand zuschaut, der oder die irgendwie noch irgendwelche Leuchtbuchstaben irgendwo haben, dann sollen sie die dir nicht schicken. Ja, da kann man sich dann mal, wenn sie mir schicken und am besten noch bauen und da würde ich drüber nachdenken. Okay. Auf jeden Fall hat mir ein befreundeter Künstler, also wir haben sozusagen einen Tausch gemacht. Ich habe was für ihn gemacht und er für mich. Und dann hat er mir diesen Schriftzug geschenkt, den ich natürlich auch, ich möchte es eigentlich ungern verraten, was es mal heißt, was es mal hieß. Aber es war so gebaut, dass ich das, was ich eigentlich bauen wollte, erstmal nicht bauen konnte, weil dieser Bindestrich da in dieser Armatur fest verbunden war und dann, ich hätte den so weit verschieben müssen, dass ich eigentlich hätte schweißen müssen und so weiter und das konnte ich nicht zu dem Zeitpunkt nicht. Und deswegen wurde dann Kismodotis Geto draus. Es war auch nur für eine Nacht im Park zu sehen. Aber mit einem sehr schönen Ergebnis, denn es gab Leute, die sich da vorgesetzt haben und die allen anderen Leuten erzählt haben, das hieße, ändern Sie die Skizze auf Lettisch. Und das fand ich also unglaublich inspirierend. Ich glaube, es stimmt nicht. Also Sketo heißt schon Skizze, aber da ist irgendwo ein Fehler drin. Es muss ein Übersetzungsprogramm falsch gemacht haben. Aber ich fand das jedenfalls voll cool und ich habe das durchaus noch vor, ein Werk zu machen, das ändern Sie die Skizze heißt. Und jetzt habe ich es dann doch nochmal so umgebaut, wie ich es eigentlich haben wollte. Und ja, da wird es dann hoffentlich nächste Woche leuchten. Das ist jetzt Zufall, dass die tendenziell immer blau sind. So. Oder häufig blau, nicht immer. Also du hattest vorher was weiß und grün. So. Aber blau scheint eine häufige Farbe zu sein. Ganz genau. Also ich meine, das ist natürlich kulturell bedingt und irgendwie Farbpsychologie. Also das ist jetzt, glaube ich, ein ganz lustiger, da kommen wir jetzt wieder zum Anfang und machen eigentlich ein ganz schönes Ende, denn meine erste Leuchtschrift habe ich ja bekommen von der Zürich-Versicherung. Also es stand da über der Garage, ich wusste, das Haus wurde abgerissen und habe dann einfach den Haus, beziehungsweise erstmal bei Hans Meyer nachgefragt und der hat mir den Hausmeister Telefonnummer gegeben und der Hausmeister hat gesagt, da haben Sie Glück gehabt, morgen kommen die von der Zürich vorbei und dann können Sie die fragen. Und dann war ich wirklich an dem Tag, als
der Deal mit der Abrissfirma zwischen Zürich und Abrissfirma gemacht wurde, habe ich um die Buchstaben gebeten und habe sie auch bekommen. Und ich meine, Zürich-Versicherungen würden keine pinke oder quietsch, fies, grün oder so. Das ist einfach bei uns eine Kultur. Also ich meine, es ist eben auch so, diese ganzen Kisten um die Buchstaben rum, um die, das waren ja, also Kurtotzei-Musik ist in der Tat auch noch Neon. Das ist wirklich eine deutsche Erfindung. Also in Frankreich hat man ganz andere, also ich habe ja vorhin noch diese andere Schrift gezeigt, die ist auch viel älter, S-Wetter. Da sieht man eben direkt auf das Neon drauf. Ja. Das nennt man Profil 1. Und in Frankreich ist das viel verbreiteter. Und wenn man in die Ausstellungsräume guckt, wo zeitgenössische Künstler heutzutage noch Neons produzieren, und das tun sie ja zuhauf, das ist so ein bisschen sowas wie die Platte im Musikgeschäft. Das sind immer, da guckt man immer auf das Glas. Ja, und deswegen war es auch cool, den Zürich-Versicherungen sozusagen, selbst wenn sie es vielleicht gar nicht gemerkt haben, ihren Schadenschnelldienst nochmal zu präsentieren. Dazu muss man sagen, für die, die das nicht wissen, dass die Eigentümerin der Kaiserpassage ist die Zürich-Versicherung. Darum ist das jetzt quasi wieder so ein geschlossener Kreis irgendwie von dieser Leuchtschrift. Du hattest vorher gesagt, also ja, also du willst eigentlich nicht unbedingt mehr neue Schriften geschickt bekommen oder wie auch immer. Ich habe mich gefragt, gibt es oder gäbe es irgendwie einen Schriftzug, mit dem du gerne etwas machen würdest und den du aber nicht hast und zu dem du wahrscheinlich auch nicht kommen wirst? Oder ist das nicht so etwas, dass du irgendwo vorbeifährst oder gehst und denkst, mit dem würde ich gerne mal was machen oder so? Nee, eigentlich nicht, weil, also beziehungsweise schon dauernd, also die werden dauernd abgerissen. Also zum Beispiel Expressreinigung habe ich verpasst oder wie heißt die Leipzig? Also das H&M-Haus in Düsseldorf wurde abgerissen, meine große alte Leipziger oder sowas ähnliches steht da dran. Aber ich habe dann irgendwie relativ schnell auch aufgehört, mich also erstens ist es dann doch eine relativ lange Entwicklung, bis sowas vor allem eine größere Arbeit produziert ist und auch gedacht. Und so schnell geht es dann doch nicht. Da war dann wirklich Schadenschnelldienst ein relativer Schnellschuss, aber zu dem ich nach wie vor stehe. Und es gibt schon einiges. Also es gab zum Beispiel die Philips-Halle, die haben sie dann wirklich verkauft, die Buchstaben. Das sind dann aber auch Größen, mit denen man einfach nicht mehr so ohne weiteres klarkommt. Also da braucht man dann wirklich ein dann braucht man schon mal noch mal ganz schön heftige Kapazitäten. Ja, einfach weil die Buchstaben so riesig sind dann. Ja, ja, ja. Ich frage jetzt auch nicht, wie groß dein Lager ist, weil die nehmen ja doch schon ziemlich Volumen ein. Ja, aber du kennst ja die Kisten für Schadenschnelldienst, das geht. Passt selbst in einer kleinen. Aber das sind ja dann schon 2 große Kisten für eine Arbeit und das ist ja nie, du hast ja mehr als eine Arbeit von dem her. Ja, genau. Aber das geht eigentlich. Also meine Atelierkollegen sind auch sehr freundlich. Also Koto klingt unter der Decke. Das ist okay. Ich weiß nicht, hast du noch etwas zum Zeigen oder du hast vorher schon mal gesagt, dass wir jetzt eigentlich schon so ja, ich würde sagen, wir hören jetzt auf und ich habe noch, wenn ein kleines Schmankerl für die Leute, die noch Lust haben, 5 Minuten zu gucken. Ich finde es ein sehr schönes Kunstwerk. Das ist nicht von mir oder zumindest hauptsächlich von jemand anders, nämlich von Helga Vandal, die ich ja auch am Anfang schon erwähnt habe. eine weitere Verbindung. Genau, deren wunderbare Super 8 Filmpräsentation ich unter anderem auch schon bei dir gesehen habe. Und ich hatte das große Glück, dass sie in Paris, als ich eine Performance gemacht habe, oder viele Performances eigentlich, einen Film gemacht hat von mir.
und also von diesen Performances, und den würde ich jetzt gerne noch zeigen. Und die Performance hieß Demi-Carotte und ist ganz ohne Schrift. So, mal gucken, ob es jetzt gelingt. Okay, ich glaube schon. Wir sind alle gespannt. Läuft das? Nein, Oh, das ist natürlich tragisch. Jetzt. Dann, jetzt läuft's? Ja. Super. Gut. So, vielen Dank.
kurz dazu sagen oder lassen wir es einfach so stehen? Ich glaube, lassen wir es so stehen. Okay, gut. Dann danke ich allen, die bisher bis zu diesem Zeitpunkt ausgeharrt haben und jetzt endlich irgendwie mit dem Weißwein irgendwo hingehen können. Und ich danke dir, Gabriele, für einerseits die wunderbare Arbeit in der Passage und die Performance und jetzt das Gespräch und das jetzt nochmal so ein bisschen auch vielleicht diese Arbeit, wenn sie jetzt schon jemand gesehen hat, auch noch ein bisschen erschlossen hat. Super. Vielen, vielen Dank. Danke dir und allen anderen danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Tschüss. Ciao.